Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns immer noch im St. Ursula Hospital. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das alles so richtig ausspreche, aber wir können es ja... Warte mal, wie macht man die Karte hier nochmal auf? Da oben sieht man es, auch wenn das St. Ursula da nicht steht, aber ist auch Wurst. Liebe Leute, ich habe, bevor ich jetzt hier durch die Tür gehe, einen so einen komischen Gedanken heute nach dem Aufstehen gehabt, als ich an die Aufnahme hier denken musste. Und zwar ist ja da ein geheimnisvolles Mädchen drin, ne? Über das hier mehrfach geredet wurde beim letzten Mal. Und ich dachte mir, stell dir mal vor, du kommst durch die Tür und dann hockt da Tita aus Trades in the Sky. Ey, ich meine, so unwahrscheinlich ist das nicht, wenn man bedenkt, was für einen Ruf dieses Krankenhaus hier hat. Und wir haben ja schon gelernt, dass hier Leute aus aller Herren Länder irgendwie anreisen, weil ja hier alles so tippitoppi ist und so und alles und überhaupt. Aber wir gucken mal. Nee, ist sie nicht. Okay. Aber so ein paar Gedankenspielereien hatte ich da heute wirklich und habe mich da so ein bisschen reingesteigert. Aber nee, alles umsonst. Keine Tita, aber die ist auch cute. Hey, ist es hier? Oh, Lloyd. Kennen wir sie? Irgendwie? The nurse administrator told us that you were working up here, but are we interrupting? No, not at all. These are the people I was telling you about, Shizuku. The police officers of the CPD Defenders of Justice. Oh, das ist aber eine niedliche Umschreibung. The Defenders of Justice. Ich finde das irgendwie cool, vor allen Dingen, wenn man das den Kindern so verkauft. Klingt nach Superheld. I think you might be overselling us a bit, Cecile. Ich glaube, bei ihr kommt das gut an. Oh Gott, ist die cute. Thank you for everything you do, officers. My name is Shizuku McLean. McLean. Oh, Arios McLean. Ich wusste doch, ich kannte diesen Nachnamen. Ist das Arios Schwester? Und was ist ihr passiert? Also sie hat eine Krankheit, glaube ich, ne? War das nicht Thema letztes Mal? We're glad to help, Shizuku. Wait, hold on. You said McLean. That name definitely rings a few bells. I'm sure you've seen it in the papers plenty of times. You see, her father is none other than Arios McLean. Ach, der Vater. Auch noch, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Geschwister sind. Aber der hat eine Tochter. Ja, hallöchen. Und wer ist die Mutter? Seriously. The Divine Blade of Wind. That guy's got a kid? Do you all know my father? Well, I guess you could say that. He helped us out of a tight spot a while ago, but we haven't seen him much since. Oh, is that so? I know my father can be a bit blunt sometimes, so I hope he didn't do anything to offend you. No, definitely not. Honestly, meeting someone as accomplished as him pushed me to the better myself. He certainly didn't mince his words, but it was clear he's a dependable man who truly cares about people. You have a wonderful father, don't you, Shizuku? Do you really think so? Oh, Shizuku, you're always such a daddy's girl, aren't you? Still, whenever he comes to visit, you're so shy. You should just let loose. Say stuff like, I love you, father, and give him lots of big hugs, okay? But Cecile, that's embarrassing. Hard to imagine that workaholic getting smothered by his daughter, huh? Agreed. It is quite hard to picture. Ich würde die beiden ja gerne mal im Umgang miteinander sehen. So, also es klingt schon so ein bisschen distanziert, finde ich, wie die übereinander sprechen. By the way, we might have a lead for your case. Shizuku tells me that she noticed something out of the ordinary that night. She did. Well, I remember the night Lytton was attacked. I was having a hard time falling asleep, so I stayed up reading my braille books. Then, all of a sudden, I heard a scream. Oh, really? What happened next? Well, I was curious what was happening, so I opened the window and listened very carefully. Sehr mutig auf jeden Fall. Ich glaube, andere Kinder würden eher gucken, ob die Fenster richtig geschlossen sind. I didn't hear any more screams, but I did hear something that sounded like heavy breathing. Then, after a few minutes, I suddenly heard a thumping sound, almost like someone was jumping. And that's all I remember. Interesting, aber auch ganz schön verwirrend. Also wie passt das denn zu dem, was wir schon wissen? Did you tell the CGF all that too?
To be honest, I thought I dreamt the entire thing. I only realized I hadn't when Cecile told me what happened. I'm so sorry, everyone. If only I had said something earlier. No, it's fine. We appreciate you telling us, Shizuku. Ist ja auch gut für uns. Ist ja ein Wettbewerbsvorteil, ne? Darf man gar nicht so laut sagen, weil wir ja eigentlich alle an einem Strang ziehen, aber wir sind ja immer noch dabei, diesen Scherbenhaufen, den man mit uns assoziiert, wieder ins gerade Licht zu rücken, ins gerade Licht zu rücken, so rum. Und vielleicht hilft sie uns damit entsprechend. Anyway, this statement supports the clues we found during our investigation of the roof. Tut es das? Ich finde nicht. Also dieser Jumping-Sound zum Beispiel, der erschließt sich mir gerade gar nicht, wie man den damit in Einklang bringen soll. Sure does, and that scream she heard must have been Litten right before he fainted. Ja, das denke ich auch. Then those sounds afterwards could have been the wolves panting as they jumped on the boxes to escape. Ach so, ja, gut, wenn sie das mit Jumping-Sound meint, dann... Ja, okay, nee, passt. Passt, ich nehme alles zurück. Oh, and there was one other thing. Though I might have just misheard it. Yeah, it's okay, Shizuku. Even the smallest detail might be an important clue. Okay. There was one more sound I thought I heard as all those other sounds were happening. Warum macht sie ihre Augen eigentlich nicht auf? Hängt das mit ihrer Krankheit zusammen? It was kind of like a faint whistling coming from somewhere in the distance. Whistling. Maybe it was some kind of specific noise these monsters make. Shizuku, have you heard that particular sound before? No, I've only heard it that night. I must have misheard it after all. I wouldn't be so sure. Anyway, thanks for giving us your statement, Shizuku. It might end up being the clue we need. Cecile, are you ready to hear our report? I think our investigation here has helped make the truth a little bit clearer. Yes, of course. Well, Shizuku, I see you around dinner time, alright? Okay, I hope the rest of your shift goes well, Cecile. And good luck with your investigation, everyone. You can count on it, Shizuku. We'll definitely come visit again, okay? Gott, wie süß die Kleine ist. Mal abgesehen davon, dass sie uns jetzt auch extrem weitergeholfen hat, vermutlich. Aber die ist halt auch so lieb. Also auch, dass sie uns eine schöne Schicht wünscht, beziehungsweise Cecile und so irgendwie so selbstlos anmutet. Cecile, that girl, yes, she lost her eyesight in an accident several years ago. Oh no, wie furchtbar. Aber das hat sich abgezeichnet und trotzdem ist sie so fröhlich, ey. Ich habe allertiefste Bewunderung, echt. Fortunately, there's hope she may regain it someday. She's been staying at St. Ursula and undergoing treatment little by little. Well, that's good to hear. It must be very difficult for her. She's a brave girl. Since the Bracer Guild keeps her father busy, she gets quite lonely here. Yet, despite that, she always has a smile on her face. I'd really appreciate it if you four could be her friends. I'm sure she'd like that too. Ich verstehe jetzt gerade noch viel weniger, warum sie nicht mit dem kleinen Jungen in ein Zimmer stecken. Dann hätte sie wenigstens einen Gesprächspartner im ungefähr gleichen Alter. Das wäre doch auch cool. Of course, Cecile, we'd love to. She seems like a lovely girl. I certainly wouldn't mind spending more time with her. I feel the same. Leave it to me, Cecile. I use every bit of my charm to keep that smile on her face. Thank you, everyone. Now back to business. I take it you figured something out, right? Mind filling me in? Sind wir dabei? Wenn wir sie dazu abholen? Sie weiß jetzt wahrscheinlich schon alles, oder? So the monsters got in through here then? Right, we still don't know what compelled them to do it, but the hospital should take some precautions for the time being. I agree, we have to improvise. It may be possible to set up some sort of fence to keep monsters away. Yeah, that should do the trick. You would need something sturdy that can be easily set up. Does the hospital have anything like that? I believe we have something amongst our outdoor equipment that would work. I'll talk to the chief and see if we can get it installed soon. Aber ob das helfen wird? Das sind wahrscheinlich auch nicht irgendwelche 0815 Gegner, wobei das hier relativ robust aussieht. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, aber das hätten sie ja ruhig die ganze Reihe rummachen können, oder?
wie das jetzt nur voll einseitig war. Ja, wobei, gut, wenn da Gäste auch hier und da mal auf dem Balkon stehen wollen und ein bisschen chillen wollen, dann wäre das auch blöd, das komplett zu verbarrikadieren. Aber Sicherheit sollte eigentlich an erster Stelle stehen, ne? Good work today, guys. Thanks to you all, everyone at the hospital can work worry-free. Nothing to it. We didn't do anything that special. All we did was figure out how the wolves got in. Ey, der antwortet schon wie Reen Schwarzer. Ich erkenne da Parallelen. Hey now, if not for you, we never would have known how to prevent something like this from happening again. If you keep this up, then before too long, the SSS will be on the front page just as often as Arios. I guarantee it. You really think so? Randy, eh? Hell yeah, we will. Thank you for the kind words, Cecile. We will do our best. Hey, I'm glad. Lloyd, when you're able to make some time off, let's meet up, okay? I'd like to go visit his grave together. Yeah, we should do that. Oh, one last thing. When I see you next, make sure to tell me whether you're dating Elio, okay? Oh, ich dachte, das Thema hatten wir jetzt schon hinter uns gelassen. I'll have to congratulate you on getting your first girlfriend. Ey, das ist so cringe, Cecile. Immer wenn ich anfange, Sympathien für dich zu entwickeln, geht wieder diese Kinderkacke hier los, ey. I told you it wasn't like that. Oh, and I didn't mean to leave out Randy. Just let me know, okay? Whoever it is, you have my full support. Und das finde ich wiederum ziemlich cool, dass sie auch nicht ausschließt, dass er vielleicht auf Männer steht, warum auch nicht. Und dass sie das auch in Erwägung zieht und auch das supporten würde. Okay, wieder ein Pluspunkt gesammelt. How many times do I need to tell you? Hey, if it will make Cecile happy, I don't mind giving it a try. What? Okay, also von Randy hätte ich damit gar nicht gerechnet. Hier tun sich gerade ganz viele neue Optionen auf, scheinbar. Well, I'd mind. Oh, Entschuldigung. I'd love to talk more, but I have to excuse myself here. Take care on the way back home, everyone. We will. Thank you for everything. Die ist schon süß, die Cecile, ne? Also so ein richtiger Everyone's Darling. Oh, I think I'm in love. Warm, reliable, open-minded. Ja, Ellie bringt's gut auf den Punkt. She seems like an amazing person, Lloyd. Haha, I'm glad you think so too. We may not be real siblings, but she's family in my eyes. That reminds me, Lloyd. What exactly is your relationship with her? Oh nein, jetzt, oh nee, bitte nicht wieder. Nein, bitte nicht wieder dieses Geschwisterding. Ey, warum müssen die das denn in jedes Trails einbauen? Ich check's nicht. Huh? I'm a little curious too. You say you're not related, but I've never seen you act like such a little brother. What are you implying? Damn you, Lloyd! This whole time you were getting babied by a babe like her? I'd let her be my big sis any day. Please switch buddies with me. Come on, man. You know that isn't possible. Actually, I think it's about time we dropped this whole pointless conversation and headed back to the city. It's already evening and we still have to put together a report of today's investigation. He dodged the question. Ja, das wird er wahrscheinlich noch öfter machen. Yes, quite blatantly at that. Curse you, Lloyd. She's totally my type too. Oh Mann, ey. Can you stop talking behind my back? I'm right here, you know. Ach ja, herrlich. So ist das manchmal. Okay, warte mal, heute ist übrigens eine neue Aufnahmesession und so, also ich nehme das jetzt nicht direkt im Anschluss auf, deswegen bin ich gerade ein bisschen lost, aber wir werden vermutlich jetzt nochmal mit allen sprechen, bevor wir tatsächlich aufbrechen. Das hat sich gereimt. Heading back already. If you're returning to Crossbear City, I recommend you wait at the bus stop right over there. No need to hurry though, there will be more buses coming before the day ends. Ist das so? If you're returning to Crossbear City... Oh, das mit dem Sunset war neu. Anyway, how about this sunset? Wir haben... Also vielleicht wird das jetzt die erste Möglichkeit, hier wirklich mal auf regulärem Wege mit einem Bus zu fahren. Bisher blieb uns das ja verwehrt. I'm glad Granny is doing alright. She even gets to leave the hospital soon. As soon as she can leave, I'll get Papa and Mama and we'll come take her home. Ich bin überrascht, dass sie hier ganz alleine ist, also ohne ihre Eltern. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber ich würde sagen so, keine Ahnung, 7, 8. Also ich hätte da noch nicht alleine ins Krankenhaus gedurft.
Omi besuchen oder wen auch immer. The way the sunset reflects off of Lake Elm is gorgeous. I'm telling you, that sight is strong enough to make any stress disappear. Well, enough of that. It's time for me to start preparing for tonight's watch. The way the sunset reflects. Ja, das ist halt die Magie des Wassers, ne? Also ich fühle das. Hier haben wir beim letzten Mal geangelt, ne? Aber ich habe, glaube ich, jeweils nur einen Köder reingeschmissen und war dann zu geizig für die restlichen. Aber wir haben jetzt auch dadurch, dass wir nicht gekämpft haben, unsere Vorräte auch nicht aufgestockt. Deswegen werde ich da jetzt wahrscheinlich auch keine weiteren Angelversuche starten. So, was geht hier noch? Jetzt sag mir nicht, dass du immer noch am Lernen bist. Oh wow, it's already this late. I think I'll stop by the reference room for a bit of last-minute studying before the lecture. Okay, dann mach mal. Aber sie scheint ja Spaß dran zu haben. Ich habe bei ihr von Sekunde 1 nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich damit irgendwie stresst oder so. I make meals for all the patients too, but it doesn't always go well. For example, yesterday, Mr. Gable spouted some nonsense in that private room of his. Give me a steak, medium rare. So I accidentally blurted out that he should go to an actual restaurant if he wants something like that. For example, yesterday, Mr. Gable. Na, das überrascht uns jetzt wahrscheinlich alle nicht. I always pay attention to the nutritional value of my meals, so patients like him don't make it easy for me. Wir haben ja gelernt, dass der nicht mal ein richtiger Patient ist. Das ist voll der Faker, um sich aus der Affäre zu ziehen in einer anderen Angelegenheit. Umso schlimmer, dass der jetzt hier das Personal anpumpt. Also gar kein Verständnis. Ich hoffe, dass dem hier irgendwann im Laufe des Spiels nochmal so richtig jemand die Leviten liest. Ich wollte irgendwas mit Geige sagen, aber ich habe es manchmal nicht so mit Sprichwörtern. Visitor and Outpatient Lodging speak with... Kenne ich das? Superintendent prior to use of rooms, bestimmt. Aber es war scheinbar nicht wichtig genug, um es mir in Erinnerung zu behalten. So, wir fangen jetzt mal hier auf der Seite an. Und gucken mal, was unser spezieller Gast uns gleich zu erzählen hat. Ich habe irgendwie... Weiß ich nicht... Wenn wir dem uns schon nur nähern, das war gerade ein ganz komischer Satzbau, dann kriege ich schon irgendwie Puls, weil der mich aufregt. Chaleur. Haben wir uns jemals schon kennengelernt? I could have sworn that Chief Ursulino would be late today, but Io... Oder Lo? Io, and behold, she somehow made it to work on time. Certainly one to mark on the calendar. With all the all-nighters she pulls for her research, she is hardly ever punctual. I could have sworn the Chief Ursuline. Da bin ich auch gespannt, was uns gleich erwartet, wenn wir die nochmal aufsuchen. Die war, glaube ich, im Frauenbereich, die im letzten Raum, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier ist nichts weiter. Wo war denn nochmal der Mr. Gable untergebracht? Ich weiß gar nicht mehr. Aber wenn ich alles nochmal ablaufe, müsste ich ihn eigentlich antreffen. Janitor Dyson. Installing that fence has really spruced things up around here, hasn't it? I guess I'll do my part and be on the lookout for monsters too. Ja, und wenn was kommt, was machst du dann? Installing that fence has really spruced. Das Wort spruced ist irgendwie voll kompliziert. Lookout for monsters, okay. So, hier sind logischerweise keine Ausrufezeichen mehr oder dergleichen, denn wir haben ja schon alles inspiziert beim letzten Mal. Erfolgreich. Ich finde es aber krass, also wir haben eine Vermutung aufgestellt. Klar, es ist wahrscheinlich, dass es sich so zugetragen hat, wie wir es uns zusammengereimt haben, aber eine Garantie dafür haben wir nicht. Stell dir mal vor, jetzt wären sich alle in Sicherheit und am Ende kommen Leuten zu Schaden, kommt Leuten zu Schaden, so rum, einfach weil die sich in Sicherheit wähnen, wo vielleicht gar keine ist. I was all wrapped up with my cleaning for the day when I noticed this nasty little speck of dust. I just had to do another round. This is the women's dormitory after all. I've got to keep it perfectly spick and span for all these hardworking ladies. Ja, die sind hier bestimmt auch dankbar, aber macht die nur bei den Frauen sauber? Ich glaube, im Männerbereich haben wir sie tatsächlich noch nie gesehen, aber ich würde dafür jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Wo war denn nochmal dieser arrogante Typ? Ach, der war, glaube ich... Nee, ich habe eine Vermutung. Der war im Hospital selbst. Wir sind jetzt ja hier nur in den Schlafbereichen. Ich bin eigentlich in einer völlig falschen Ecke. Der kommt noch. Ich glaube, der war sogar in einer der unteren Etagen. Warte mal, was war hier nochmal?
Achso, hier war die Ursuline eigentlich beheimatet. Keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Vielleicht auch irgendwo auf dem Balkon? Genau, dann gab es hier das Außenareal. Oh, hi, da ist sie wieder. Obwohl Cyrone war hier, glaube ich, beim allerersten Mal nicht. Ich glaube, das war eine andere. This is the prettiest sunset I've ever seen. Nice and refreshing. Achoo. No, I got snot on the sheets. Ugh. Quick, Cyrone, what do you do? If Maifa finds out, she's going to lose her mind. Ja, unglücklich. I wonder if Mr. Dyson would wash them for me in secret if I asked nicely. Das kann ja mal passieren. Also, weiß ich nicht. Ist man hier so streng, dass so ein Fehler, wie ihn eigentlich jeden Mal ereilen kann, dass das dann so bestraft wird, sage ich mal. Die scheint ja regelrecht Angst gehabt zu haben. Wahrscheinlich ist es ja aber einfach nur ultra unangenehm. Let's see here. I have some time before things really get serious, so I could go fishing. Though I'd rather not get caught by Dr. Lago down on the first floor, which cuts my viable exit points down to 0. Ha, wir spielen ja auch Trades from 0. Passt. Such a cruel world we live in. Fine, I give up for today and hole up in my lab. Traurig. This doctor has a few screws loose. Deswegen ist der aber auch irgendwie cool. Fishing is the staple of life, I'd say. Nothing refreshes you down to the soul like picking up a rod and casting it out into the blue. If I had time away from this limbo, I'd love to scour a crossbell for the best fishing holes. Ja, vielleicht irgendwann. Irgendwann wirst auch du in den wohlverdienten Ruhestand gehen und kannst dann dich eventuell diesem Thema mit voller Inbrunst widmen. Wobei ich auch nicht weiß, was dagegen spricht, da zum Feierabend immer wieder ein bisschen Zeit reinzustecken. Ich dachte gerade, ich hätte hier irgendwie noch eine zweite Person gesehen. Warte mal, ich muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren hier, bevor ich jetzt zum x-ten Mal durch die gleichen Ecken laufe. Warte mal, hier bin ich jetzt schon im Behandlungszimmer. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Hier kam ich ja nie rein in diesen Bereich, ne? This is the St. Ursula Research Ward. There's no reason to enter for now. Ich wette, gegen Ende des Spiels wird das hier nochmal ein Thema sein. Das machen ja so viele JRPGs so gerne, dass dann gegen Ende der große Plot-Twist kommt mit irgendwelchen ekligen Experimenten an Menschen und Tieren und Lebewesen und Monstern und hast du nicht gesehen. Und ja, dann steckt da wieder irgendein verrückter Professor hinter oder sowas. After I lost my eyesight, my ears adapted and became very sensitive. Now, once I hear something, I can always recognize it. However, I still don't know exactly what that weird whistling from before was. I'm sorry, that probably doesn't help you at all, does it? I disagree. We may not know how relevant the sound may be, but the more information we have, the higher our chances of success are. Also, we were able to find some new clues too, thanks to your sharp ears. Personally, I think this whistling will end up being crucial to our investigation. Really? Well, I'm glad to hear that. Sehr gut. Please continue to do your best, everyone. I hope that sound I heard will help you somehow with your case. Ich wette, sie wird im Laufe des Spiels irgendwann ihr Augenlicht wieder zurückgewinnen. Ich bin jetzt mal so optimistisch jetzt, wo es geheißen hat, dass wir, also dass dieses Szenario, dieser Ausgang durchaus nicht ausgeschlossen ist. Ich würde es ihr vom Herzen wünschen. Und irgendwie glaube ich, dass wir Arios und sie im Zusammenspiel irgendwie nochmal sehen werden. Also wie die beiden, ja, keine Ahnung, sich entweder im Krankenhaus treffen oder abseits davon. Ach, da ist der Gable übrigens. So the buffoons running this place put up a fence to keep monsters out, did they? Ho, 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 I'm glad they finally got it through their thick skulls. I'm to be protected at all costs. Ja, haben sie nur für dich gemacht, safe. So the buffoons running, did they, all costs. Ja, klar, ich gehe da mal lieber schnell, bevor ich mich verliere und wieder gemeine Dinge sage, die er definitiv verdient hätte, aber man muss sich jetzt hier nicht während so eines Videos sich unrühmlich äußern. Shizuku talks to me all the time about all sorts of stuff. Ach, die beiden kennen sich. Guck mal, das ist auch schon mal ein guter Anfang. Sometimes I wonder what it's like to not be able to see. I think it would make you feel really alone sometimes. Shizuku talks to me.
Oh ja, also das ist für mich das allerschlimmste Horrorszenario. Also man wünscht sich ja generell prinzipiell immer gesund und voll funktionsfähig zu sein mit allen Körperteilen und Organen und hast du nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, ich würde mich, glaube ich, eher von beiden Beinen trennen wollen als vom Augenlicht oder keine Ahnung was. Also es ist ein sehr makabres Thema, aber Augenlicht ist schon hart. I'm heading to room 202 now. There's a few more patients I have to check on. You aren't in patients, right? You'd best head home before it gets dark. Ja, wir können schon gut auf uns aufpassen. Macht ihr mal um uns keine Sorgen. Wir werden schon irgendwie in ganzen Stücken heimkommen. So, guten Tag. Ich glaube, das hier ist der bestbesuchte Raum von allen. Evening already? Well, when you sleep all day, you aren't going to see too much sun. Tja. Evening already. Das war früher zu meiner wilden Partyzeit die Story of my life. Nacht durchgetanzt, tagsüber geschlafen und ja, dann ging es immer weiter. Also Ferienzeit war schon manchmal spannend, manche Wochenenden auch. Man, you end up having so much idle time on your hands as an impatient. Mhm. Ja, ist so. Am besten du hast ein cooles Hobby, was du auch bettlägerig ausüben kannst. 97.8 degrees, everything looks normal. And next we have Lytton, I think. Ja, aber es sind doch hier, glaube ich, alles ganz angenehme Patienten, oder? That reminds me, Dr. Günther said with luck, I can be discharged tomorrow. I can't say I'm excited for it, though. Just thinking about all the paperwork that's piled up while I've been MIA. Was heißt das? Makes my head spin. Maybe I want to stay in bed a little longer. Das heißt wahrscheinlich, dass du einfach nicht arbeitsfähig bist, weil du irgendwo untergebracht bist, krankheitsbedingt oder so. I don't know. You'd think I'd be happy to get discharged tomorrow, but nope, I'm utterly depressed. Tja, ich fühle das. In meinem Job wäre das ähnlich. Also da würde mir, wenn überhaupt, nur punktuell jemand meine Arbeit abnehmen, dahingehend, dass man vielleicht telefonisch erreichbar ist oder so. Aber also mir würde schon schlecht werden bei der Vorstellung, wenn ich mehrere Wochen ausfalle, was dann auf mich wartet, wenn ich wieder zurückkomme. Das ist dann so ein bisschen die Kehrseite der Freiheiten, die ich ansonsten genieße, sage ich mal, im beruflichen Alltag. What's taking her? Sirone, how is it humanly possible to take this long to hang up some wet bed sheets? Oh, don't tell me. Did she get them dirty again? I had those things looking more spotless than the day they came in. Sirone, I swear to Idios if you messed up those bed sheets. Okay, sie ist also vorbelastet. Und das ist nicht das erste Mal, dass ihr das passiert ist. Dann verstehe ich auch, warum sie so ein bisschen nervös war. Lloyd, did you forget something? No, nothing like that, Cecile. I was just... Oh, could it be? Are you finally ready to break the news? So tell me, out of Ellie, Theo, and Randy, who did you decide to date? You know full well that's not what I was going to talk about. Sorry, I couldn't help myself. Lloyd, if something happens here again, no, just for any reason at all, come and pay me a little visit, okay? Well, if you excuse me, I have to bring Shizuku her dinner. Have a wonderful evening, everyone. Du auch, meine Liebe. Ich habe mir jetzt wirklich für einen kurzen Moment gedacht, ey, nicht, dass jetzt ein Auswahlmenü aufploppt und wir müssen einen von den dreien auswählen, aber das hätte sowas von gar keinen Sinn ergeben, weil Lloyd sich ja dazu nicht äußern würde. My, oh my, the Theo I knew from years ago looked so very different from the one I see now. You've blossomed into quite the young lady. Are you heading back already? Please stop by and say hello again if you get the chance. My, oh my, the Theo, young lady, chance, okay. Ja, sie mag sie auf jeden Fall sehr gerne. Ja, wir haben ja beim letzten Mal nur Andeutungen zu hören bekommen, also so ganz geöffnet hat sie sich uns dahingehend noch nicht, aber das kommt sicherlich. Das erinnert mich ein bisschen an Emma aus Trades of Cold Steel, die ja auch eine Weile gebraucht hat, bis wir mehr über sie erfahren haben, bis sie sich uns anvertraut hat. My adorable granddaughter came to visit me, but I sent her back home before it got dark. Spending a little time with her cleared all the storm clouds away. Now I've just got to keep my head up and work toward my recovery.
My adorable granddaughter came to visit me. Okay. So, dann hast du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Ruhe, hä? Der war beim letzten Mal aber noch nicht hier im Zimmer. That old lady could practically light up the room with how cheery she is now. Well, if having a healthy attitude really makes a difference, I ought to follow her lead. The sooner I get discharged from here, the better. That old lady could practically light up the room. Healthy attitude. Jawohl. I banged up my knee, but considering how much I've improved today, the doctor said I might be able to leave soon. Oh ho, I can't wait to go home. Ist das eventuell der einst im Eingangsbereich gesessen hat? Da war auch so ein älterer Herr. Warte mal, ich bin schon wieder komplett überfordert. Ich habe jetzt aber, glaube ich, die ganze Etage einmal durch, ne? Ich laufe immer so eine komische Reihenfolge hier ab. I've heard that Dr. Gailey's son hangs out with an unsavory crowd. I really don't understand why, since he has such an amazing father. Dr. Gailey's son, wer war denn nochmal sein Sohn? Kennen wir den? Und was für eine Crowd ist damit gemeint? Könnte es eine Crowd aus Crossbear City eventuell sein? Also da würde ich dann den Kontext auch verstehen, aber ich weiß gerade... Also Dr. Gailey, an den erinnere ich mich noch, mit dem haben wir hier schon mal ein, zwei Male gesprochen, aber sein Sohn? Outpatient care has ended for the day. The roads get dangerous at night, so try to be quick if you're visiting someone, okay? Aber hier fahren doch Busse. Muss ich mir doch keine Sorgen machen eigentlich, oder? Thank you for helping us set up the fence, officers. You were an incredible help. Hopefully this marks the end of monsters on St. Ursula's grounds. St. Ursula Grounds, so rum, nicht zweimal S. Thank you for helping, fans, bla bla. Ja, gern geschehen. Geht ja auch um die Leute, die uns lieb und teuer sind, die hier sind. Aber wir hätten natürlich auch geholfen, wenn hier keine Cecile und Co. wären. The doctors, please calm down. Was ist hier los? Streiten die beiden sich? Oh, if it isn't the grubby mistake himself, what do you want? Why, hello Lago, I must say that bald head of yours is positively shining today. It nearly blinded me, I'm afraid. My heart does certainly grieve for our interns. Oder interns? It's nothing short of a travesty for young talent to be taught how to operate by a man so eager to hack up our patients. In that sense, I'm envious of how effortless your job is. Rattling off some long-dead techniques from the church, that's all it takes, and you get to carry yourself around like a bona fide instructor. What? Say that again, I dare you. Oh, was ist das denn für ein Kindergarten hier? Ihr seid doch gestandene Männer und Ärzte, was soll das? Looking for a fight, Lago? Das ist ja wie mit Ward und Wazy. Ich dachte, ich hätte hier ein bisschen Ruhe, jetzt wo ich aus der City raus bin. Ja! Es gehen die wirklich aufeinander los. Kann ich nicht nachmachen. Also nicht authentisch. Oh Mann, ey. Und das zum Feierabend. Da sollten doch eigentlich alle entspannt und voller Vorfreude sein, oder nicht? Ich weiß auch nicht. Hat sich wahrscheinlich über lange Zeit Frust angestaut, von dem ich hier gerade nichts verstehe, weil ich die Leute ja noch nicht so lange kenne. So, hier kommen wir auf jeden Fall nach wie vor nicht rein. Hier allerdings. Wen haben wir denn hier noch? Uns kennen wir wahrscheinlich schon, oder? Einander meine ich. Sie tackert irgendwas ein. Ah, of course. If we were to lose quartz in this and put it in there, she doesn't even realize we're here. Her concentration is impressive. Huh? Are my ears playing tricks on me? Oh, well, not like it's my problem. Back to research I go. Die ist echt irgendwie lustig. Die ist ähnlich lustig wie Dr. Günther, weil die beide so unkonventionell ihren Beruf irgendwie ausüben und von ihrer Art einfach strange sind. Ja, die gute Ursuline. Ursuline und Günther sind hier, glaube ich, meine Lieblingsleute. Und die kleine Schwester von Arius. Cecile mag ich auch, aber die ist so... Die ist halt so die typische Vorzeigeschwester, ne? Also da fehlen mir noch so ein bisschen die Ecken und Kanten. Und, ja. Gut, okay. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts ausgelassen, aber ich meine, wir sind dann hier durch. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir hier kein Geschenk bekommen haben. Kein Buch oder so. It's wrong, I don't want to be right. Achso, das hat er schon mal gesagt. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir das schon kennen und von ihm mal gehört haben. So, ich hole mir jetzt noch zweimal
Irgendwas raus hier. Ich wette, wenn wir das nächste Mal in Crossbear City sind, dann kann ich auch Cobb wieder mit einem Fisch füttern. Beim letzten Mal... Ach shit, vielleicht hätte ich mir das mal notieren sollen, was ich ihr das letzte Mal gegeben habe. War das nicht ein Rock Eater? Ich glaube, ich hatte seinerzeit 2 davon. Könnte aber auch irgendein Karpfen gewesen sein. Bin mir nicht sicher. Komm, hol noch mal was Neues raus. Yes! Geil! Ey, es hat sich voll gelohnt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber das macht mich jetzt nur noch ein bisschen nervöser, wenn ich an die zukünftigen Angel-Sessions denke. Weil das Pearlgrass jetzt nicht beim ersten Mal gleich mit rausgekommen ist. Das, ja, macht mir ein bisschen Sorge. Warte mal, ich bin schon ewig auch nicht mehr hier drin gewesen, glaube ich. Ist das hier chronologisch? Also so, wie man die halt fängt an den jeweiligen Orten. Das sieht auf den ersten Blick gerade so aus. Also hätte ich vorher hier reingeguckt, dann hätte ich die Lücke ja hier gesehen, ne? A large fish with a silver shine. It likes to eat plants and algae. Keine Ahnung, wie man es im Englischen ausspricht. Algae? Das klingt irgendwie so gay. Called the balm fish because medicinal balms are frequently found in it. Nee, warte, ich wollte die Seite turnen quasi. Bait use dumplings. Nice. Okay, kann ich auch immer sehen, mit welchem Köder. Und die Locations, die sind hier auch aufgeführt. Das heißt, wenn ich irgendwann mal Nachschub brauche, dann weiß ich, wo ich nachgucken kann. A fish that feeds on other fish dubbed the big mouth. A variety of things can be found when fishing it up because it consumes everything. Ja, aber eine Sache fehlt noch von den Sachen, die wir hier bekommen können. Ich wette, bei manchen Fischen sind auch so Items, an die du sonst ganz schwer nur rankommst. Although odd looking, it is prized in Eastern medicine for restoring vitality. It is covered in a mucus layer that makes it hard to catch. A freshwater fish known for its longevity, often attributed to a chemical in its body. There are reports of carp living for over 100 years. Stolzes Alter. An overly cautious medium-sized fish named so because it swallows rocks to stabilize itself when water levels rise. Amber often found when caught. Hä? Earthsapid steht hier aber nur. Oder gibt's das dann noch on top? Weiß ich nicht. A small fish that can often be found near Armorica. It is green from as well as it likes to ingest. It looks plain but has a rich taste. Tender white fish. Also guck mal, hier haben wir auch schon beide Items, die man mitnehmen kann. Crustacine oder so that eats Augen to be white as snow. It tries to mimic small pebbles by the water's edge, valued by anglers as bait for big fish. Aber ich konnte die nicht als Bait einsetzen. Komisch, vielleicht brauche ich dafür einfach eine andere Angel oder so. Oder ich bin einfach nicht professional genug in dem, was ich tue. It's late. It would be smarter to take the bus back to Crossbear City. If we check the bus stop, we should be able to see when the next bus arrives. Danke, Leute. Darauf wäre ich wahrscheinlich niemals selber gekommen. Wait for the bus. Don't. Wie dieses Don't da einfach so simpel und alleine steht. Okay then, should we wait for the bus? According to the schedule, one's supposed to come in 15 minutes. That's more than conveniences for ya. And they got them coming all the way till 11 p.m. The fare is really cheap too. I recall that the city is managing the buses. Given the pricing and schedule, I can only wonder if they make a profit though. You have to remember that the hospital is important to everyone in Crossbear State. Given the high demand and room in the state's budget, they must have enough MEHR to fund the service. That makes sense. Being able to visit the hospital this easily is definitely something to be thankful for. Das ist echt so. Wäre noch schöner, wenn Leute jetzt hier gar keine Chance hätten, diesen Ort zu erreichen, wenn sie in Not sind. Umso problematischer ist es, wenn die Busse dann mal ausfallen, ne? Deswegen war die Initialaufgabe, mit der wir hier betraut worden sind, nach dem Bus zu suchen, gar nicht mal so unwichtig. Für das gesellschaftliche Miteinander hier. Ah, guck mal, ein fahrender Bus in Aktion. Ist das der Busdriver, den wir schon kennengelernt haben? Dieses Mädel, was da steht. Ich habe mit ihr gesprochen in der vorletzten Folge, glaube ich.
Aber es hat jetzt nicht so viel gebracht. Vielleicht werden wir... Ah, guck mal, einen Inneneinblick gibt's auch. Vielleicht werden wir, wenn wir wieder in der City sind, auf ihren Bruder oder so treffen. Ich glaube, irgendjemand hat sie nämlich namentlich schon mal ins Spiel gebracht. What a beautiful sunset. Yes, it is indeed beautiful, almost overwhelmingly so. Phew, after a day packed with walking around, this bus feels like a gift from Ideals. Man, imagine if we got our hands on our own car. Yeah, I wouldn't count on that. I think the investigative divisions use them, though. If I recall correctly, I believe that each 1st Division detective has a private car prepared for them. Ooh, Luxus. Seriously? I understand special treatment, but that just seems excessive. Oh, it's times like this that it really sucks to be the misfits. Well, it's no use wishing for stuff we can't get. Ey, dieses Gewackle, das wird euch wahrscheinlich gar nicht so auffallen, aber beim Vorlesen stresst das übelst. Besides, traveling on the highway is pretty good training, don't you think? No, I am hesitant to agree. I can't deny it. I take it we will not be conducting any further investigations today, correct? Yeah, we can make our way to mines tomorrow. Like I said, let's head back for now and write up our reports. Roger. I think today was more exhausting than we were expecting. Für Randy eher nicht so. You got that right, but man, it was all worth it to meet an angel like Cecile. Alright, next time I'm gonna get her to hit the clubs with me. Ja, alles klar. Wenn sie keinen Bock hat? You're persistent, Randy. I'll give you that. Hast du ernsthaft was anderes erwartet, Leute? Also mich überrascht das nicht. Aber mich würde mal sehr Ceciles Antwort interessieren, wenn er sie zu so einer Clubtour einladen würde. Ich kann sie gar nicht einschätzen. Aber ich würde schon sagen, dass sie da Bock drauf hätte. Hä? Okay. Hi. White Wolf. Das 2. Mal, dass wir den sehen. Der taucht immer auf, kurz nachdem wir eine Investigation abgeschlossen haben. Ich wette, nachdem wir in Mainz gewesen sind, bekommen wir ein bisschen mehr Infos zu denen. Lloyd and the others returned to the SSS that night and began compiling a report of the day's investigation. The newly found evidence, uncertainties, and theories were all discussed and organized for Sergei's convenience. And before they knew it, the clock had struck midnight. Once finished, they returned to their respective rooms, exhausted, and fell asleep. Ja, aber Respekt, dass sie das noch geschafft haben, alles fertig zu schreiben. Ich wäre wahrscheinlich früher schlafen gegangen und hätte es ganz früh am Morgen fertig gemacht. Wait, guy! Wer spricht? Hä? Okay, warte mal. Erstmal orientieren. What do you mean you're gonna go on a trip? Also der Kleine hier vorne ist wahrscheinlich Lloyd und der Große sein verstorbener Bruder Guy, würde ich jetzt vermuten. Where are you even going? Young man, the Principality of Remiferia. Don't worry, I should be back in a month or 2. Might even be as short as 2 weeks, depending on how things go. No, I get that, but you're a CPD detective, aren't you? Is it really okay for you to leave Crossbear for that long? Oh, what's with the long face? Are you that sad your big brother's going away for a bit? Poor little Lloyd, are you gonna be lonely here by yourself? Das ist aber ganz schön gemein. No, I'm perfectly fine on my own. Why stop at 2 months? You can leave for 2 years for all I care. Whoa, relax, I was just kidding. You see, the truth is, I'm not going to Remiferia for fun. This is a top secret job, Lloyd. Ich verstehe halt immer nicht in solchen Situationen, warum die immer gehen, ohne vorher Bescheid zu geben. Klar, der kleine Bruder hätte dann vielleicht gequengelt und hätte irgendwie eine Szene gemacht und so, aber das wäre doch einfach nur trotzdem fair. Dann hätte man sich jetzt hier dieses ganze Drama vielleicht ein bisschen abfedern können oder abschwächen können. This is a top secret job, Lloyd. Sounds fishy to me. I mean, top secret? What kind of secrets are we even talking about? I knew you were going to ask that. Well, I can't dive into specifics, but I'm in charge of escorting this cute little girl back to her home.
Huh? The girl and I are escaping to Remiferia, a beautiful northern country. So tell me, just how jealous are you? Wo ist denn das kleine Mädchen? Das hat er doch wohl hoffentlich nicht in seinem Sack da auf dem Rücken, oder? Okay, no more joking around. I asked the neighbors to look after you while I'm away. Make sure you get dinner and all that. Breakfast and lunch are your job, though. I'm not a kid, I can cook my own meals. Wait, that's beside the point. Cute little girl, just what exactly are you trying to pull, guy? What are you going to do if Cecile finds out about all this? Huh? What does Cecile have to do with any of this? What does she... you're impossible. What could she possibly see in this massive idiot? Tja, for your information, I've already discussed this with her. What? Yeah, there seems to be a little misunderstanding here, Lloyd. Even though I call it a trip, it's still very much police work. And the girl's only years old, you know. Das ging gerade automatisch weg. Hä? Ich check gerade irgendwie gar nichts mehr. Kann es sein, dass das fälschlicherweise verwechselt wurde mit irgendeiner romantischen Verknüpfung, die aber gar nicht existiert, weil er jetzt am Ende meinte, sie ist so und so viele Jahre alt. Ich glaube, der wollte damit andeuten, dass er vielleicht nur ein Kind in der Not hilft. Ich habe keine Ahnung. Aber das wird sicherlich noch Thema werden. Dream? I haven't thought about that in forever. I must have been around 12 when that happened, or was it 13? And if I remember correctly after that... Telefon. Wie spät haben wir es denn? Guck mal, was für ein lustiges Shirt er anhat. Lloyd speaking. Good, you're up. Ah ne, das ist Sergey, falsche Stimme. Have you finished that report yet? Yes, sir. Yesterday's investigation is all written up. Excellent. Now round up everyone and come to my office. You have guests. Aha. Wer könnte das denn sein? Estelle und Joshua. Nee. Keine Ahnung. Die kam mir gerade als erstes in den Sinn. Excuse us, sir. Die beiden kenne ich auch noch. Ich habe den Namen jetzt nur vergessen. Die eine war doch irgendwie die Chefin und sah irgendwie cool aus. Deputy Commander Bells. Ja, da steht's. Der Name Bells, der ist mir entfallen. Man, how did I know? Good morning, you four. Morning, everyone. It's nice to see you, Deputy Commander. We thought our guest might be you. Echt? Ich nicht. She just happened to drop by. Apparently she wants to hear about how your investigation is going. Yeah, of course, but isn't this on pretty short notice? We still haven't even been able to investigate mines yet. I apologize, everyone. It wasn't my intention to rush you. The situation, however, has changed. What do you mean? Up until yesterday, the Guardian Force was conducting regular patrols and providing security to mines. However, this morning it was decided that we are to issue a full withdrawal. You're withdrawing the guardsmen? But it has only been 3 days since the last monster sighting. Correct, we had planned on providing security for at least another week, but the order came directly from the CGF commander. He claimed it was a waste of resources. He thinks protecting innocent civilians is a waste. Oh, da ist aber jemand angry. Zu Recht. I never liked that spineless kiss-ass. You know him? Oh yeah, when I was serving at Belgard Gate, I saw him loads of times. Basically, he's top dog of the Guardian Force and buddy-buddy with some Imperial faction big shot. He is more a fan of whining and dining rather than actually doing his job. So the rumors are true after all. However, wouldn't the CGF pulling out this early present a problem? It would be too dangerous. Yes, precisely. If the attacks were limited to one location, it might have been handed off to the guild, but unfortunately the attacks cover too wide of an area. As Deputy Commander of the Crossbell Guardian Force, I can't turn a blind eye to this. The problem is that we weren't able to neutralize the monsters after 3 weeks of investigating, and despite the attacks happening all throughout Crossbell, the actual damages weren't all that serious.
With that as pretext, the commander gave the order to cease all operations related to the matter immediately. So that's how it happened. Oh, how rude of me. I still haven't introduced you yet, have I? This is Sergeant Major Seeker. She is young but extremely skilled in both combat and operating orbital vehicles. She serves as my aide de camp. Oder so. Auf jeden Fall die rechte Hand von ihr. I'm Noah Seeker. It's nice to officially meet all of you. Ich glaube, das ist die erste weibliche Form des Namens Noel, die ich jemals kennengelernt habe. Okay, hi, nice to meet you. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Guck mal, wie Leute mir das voll vorwegnehmen. It's nice to meet you too. Ich schwöre euch, ich habe das gesagt, bevor das da stand. Deswegen muss ich gerade schmunzeln. Hold on, you said your last name was Seeker? By any chance, are you related to Fran, one of the CPD receptionists? I am. Fran's my little sister. What a small world. I'm glad to know she has such dependable co-workers at the CPD. I'd say she's the dependable one. She's really helped us out a lot already. Oh, so you're that Sergeant Major I heard so much about. Sergeant Major Seeker, the young guard who's become Tangram's shining beacon of hope. I wouldn't go that far. Besides, I've heard about you too, Randy. Oops. The Belgard forces have had a lot to say. It's nice to finally put a face to the stories. Guess my reputation precedes me. What kind of stories are we talking about? Ja, berechtigte Frage. Primarily ones involving escapades with women, I assume. You got me there. The guys were always jealous of my skills with the ladies. I mean, I would be too if I were in their shoes. Okay, schade, dass das jetzt nicht aufgeklärt wird. Sie hätte uns das ja beantworten können, was genau sie meint. I politely ask for you to leave things at that, Orlando. Okay, sie schiebt ihm Riegel vor, alles klar. So, as you may be able to tell, we found ourselves in a problematic situation. I think now your investigation may be our only chance of making it through this. To be blunt, I'm grasping at straws here. I need to know what you found out. Of course. Ich hätte jetzt gesagt, was zahlst du? Aber dann hätte ich wahrscheinlich einen bösen Blick von ihr bekommen. We were about to submit our report to the chief anyway, so we can brief you as well, since you're here. Da gibt's jetzt aber einiges zu erzählen. Ich meine, vielleicht helfen deren Brains, da noch mehr Zusammenhänge herzustellen, die uns noch fehlen. That's that then? Well, Sonja, what do you think of my rookies? They've exceeded my expectations, echt? The legend of the Divine Wolves and how the culprits appeared on the roof of St. Ursula Medical College. What do you make of all this, Seeker? Honestly, I'm surprised. I guess a trained detective is just able to spot things we couldn't. It's more than simply their observation, Seeker. It's their entire deductive process. Very well, it's decided then. I'll entrust the rest of the mine's investigation to the Special Support Section. With you four heading the operation, perhaps new, unexpected leads may come to light. Understood. We continue our investigation as planned. Gott sei Dank, ich habe nämlich Bock auf Mines und auf neue Gebiete und so. Doesn't this mean we'll be going against the CGF commander's orders though? Well, the orders I was given didn't specify to have you abandon the case as well. And if you happen to uncover a solid lead, it would give us more than enough reason to involve ourselves once more. So I trust you have no objections, yes? None at all, ma'am. Very clever, Deputy Commander. Just so you know, it seemed as if the monsters were able to predict our strategies and movements. It seemed as if the monsters were able to predict... Ah ja. Deswegen ist auch die ganze Zeit dieser Wolf immer in Erscheinung getreten, der uns dann im Nachgang folgte, ne? Acting as a small team instead of a large unit is probably smarter. With luck, you may even be able to catch them unaware. At least that's what I hope. Got it. Thanks for the heads up. If possible, I'd like to head over to mines as soon as possible. Yes, that would be for the best. If you uncover anything substantial, contact my office at Tangram Gate. Sergey, would you mind saving our other conversation for another day? No complaints here. Be careful out there. You got it? Don't go pushing your luck. You want to talk?
Seeker, let's go. Yes, ma'am. I'll be taking my leave. Oh, das ging automatisch weg. Die guckt immer so grimmig, die Sonja, finde ich. Ich mag die aber. Ich mag die beiden irgendwie. Die waren diesmal sehr nett zu uns. She sure is a busy woman. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die profitiert natürlich auch extrem von uns, weil wir die Drecksarbeit für sie machen. Und wenn wir gute Ergebnisse erzielen, dann profitiert sie auch extrem davon, ohne dass sie sich selber die Hände schmutzig machen musste. Yes, she is. Apparently she oversaw the entire withdrawal of her troops from mines early this morning. A real shame she's at the mercy of that incompetent sleazebag boss of hers. Not only that, she's gonna keep a constant eye on the Calvadian border. Basically, she's always drawing the short end of the stick. I can only imagine. By the way, have you known the deputy commander for a while? The two of you did seem quite comfortable with each other. Come to think of it, Deputy Commander Bells was the one who recommended me here in the first place. What kind of relationship are you hiding from us, boss? Calm down, she's just an old friend. Na dann. More importantly, it's clear to me that your investigation yesterday really puts you guys through the ringer. You still gotta head to mines, but don't tell me you're planning to hike all the way there on foot again. Definitely not. Yesterday just had some unique circumstances. We intend to take the bus today whenever possible. Oh, is that right? Yeah, and here I thought you were following the Bracers' example. Das heißt, the Bracers' example? Yeah, what are you talking about? It's kinda that whole initiation thing. They have junior Bracers tour the surrounding area on foot. That way, they build up stamina, pile up lots of combat experience, and most importantly, get the lay of the land. 3 birds, 1 stone. That does seem pretty effective. Oh, that makes sense. No wonder they're so good at what they do. Perhaps that is what Estelle and Joshua were doing when we met them yesterday. Stimmt. So they've already started their tour of Crossbell then. How diligent of them. Those two have got an impressive amount of experience under their belts. I've even heard they were a big part of the effort to fix that whole fiasco that happened in LeBelle last year. Ah, da hast du dich wohl nicht verhört. The LeBelle incident. That was when orbital power suddenly shut down all across the country. For real? That sounds pretty serious. If they're really that skilled, then it makes sense they were able to wipe out those monsters so easily. Here in Crossbell they're no more than rookies, just like you. They might just surpass you before you know it though, so keep at it and try not to let them get too far ahead. If you take too long on this case, you can bet the guild's gonna swoop in. We'll get to the bottom of it, sir. Let's head to mines as soon as we're ready. If we leave through the north exit, the bus stop should be right ahead. Let's resupply and double check our gear while we're here. I also advise checking the terminal before we leave. Guter Hinweis. Well, I guess we'd better get going. Ich meine, ich hätte das ja eh alles gemacht, aber ja, jetzt demnächst wieder den nächsten kompletten Rundgang durch die City initiieren werden. Aber dann können wir jetzt einmal wenigstens sagen, Case closed für das Thema St. Ursula, zumindest vorerst. Und dann gucken wir mal, was sich zwischenzeitlich in Crossbell getan hat. Das aber erst beim nächsten Mal. Und ja, für heute bedanke ich mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.